Killerwahlbesuch. Wir müssen aber um das Ding rumfahren, ne? Das weißt du. Der meint das ernst, ne? Ohne Elektronik unterwegs. Was denn? Peniche, komische Inseln, Nasaré, fertig. So, wir haben es gleich geschafft und bis jetzt noch ohne Killerwahlbesuch. Keine Schwanzflosche, kein Delfin. Keine Schwanzflosche. Keine Schwanzflosche. Keine Schwanzflosche. Aber um das Ding rumfahren, ne? Das weißt du. Willst du mal deine Handschuhe zeigen? Du bist doch zufrieden damit. Handschuhe, super. Waterproof, super. Marke. Sag mal, wo man die kriegt. Aber im Berufsbekleidungsfachhandel vor Ort. Sag nochmal, was die kosten. Um die 30, glaube ich. Ja. Weiß ich gar nicht. Die haben nichts gekostet, die habe ich geschenkt bekommen. Ich habe vieles versucht. Ich habe also echte Winterseglerhandschuhe hatte ich mir gekauft. Da sind mir die Finger abgefroren. Das war Marke. Und die waren teuer. Die haben irgendwie 60 € oder so gekostet oder mehr. Und wirklich für Winter. Aber die haben nicht warm gehalten. Und die waren so dick, dass du nichts mehr machen konntest. Also waren dann so Playmobil-Hände. Und dann haben wir es noch mit Arbeitsschutzhandschuhen, Winterarbeitsschutzhandschuhe versucht. Die waren warm. Das war toll. Die waren nach dem ersten Segeln kaputt. Oder zweiten. Vielleicht haben sie 2 Segeln durchgehalten, dann waren sie aber auch kaputt. Und genau. Und bei denen ist halt gut, dass das hier, die sind halt jetzt nicht wattiert oder so, die haben halt dieses Stoff und das haltbare Leder. Es sind halt nicht vegan. Aber sie halten echt warm und trocken. Und So, jetzt wird es so ein bisschen unangenehm. unangenehm. Da gibt es ein Mittelchen dagegen. Was denn? Die Segel runter, Motor an, reinfahren, warm. Das große blaue Dieselsegel. Ja. Peniche ist ein Fischerdorf und keine Schönheit. In der kleinen Marina gibt es ungefähr 5 Gastliegeplätze. Weil die voll waren, liegen wir hier im Päckchen. Wir wollen heute einmal zu dem alten Fort gehen, das ist von 1537, und dann weiter zu einem der wunderschönen Strände hier in der Gegend. Die sind sehr bekannt für ihre tollen Wellen und davon sehr beliebt. Wir sind jetzt hier in dem sogenannten neuen Fort und ich finde das total spannend. Hier gibt es diesen Torbogen hinter mir, der direkt aufs Meer rausführt, und hier innen ist so eine kleine geschützte Bucht, umgeben von diesen Vormauern, und dort konnten die wohl früher dann auch anlanden. Und also ich finde das faszinierend hier. Diese Zitadelle hinter mir gehört zum neuen Fort.
Und da oben gibt es dann eine Brücke, die dann in die Befestigung reinführt. Vielleicht sollten wir den hier anstatt dem Fenterball, den hier hinter aufblasen und hinterher ziehen, dann hat der Orca gleich was zu spielen. Vielleicht besser. Super Idee. Super Idee, top. Ja, den müssen wir halt aufblasen und mit uns rumfahren, aber es macht ja nichts. Ziehen wir hinter uns her. Ganz schön eigenwillige Konstruktion mit den Auslegern hier, ne? Der meint das ernst, ne? Das soll so sein. Es geht wenigstens nicht unter. Aber der Ruf hat auch eine merkwürdige Form. Ja. Also wirklich, als soll das so sein. Ja. Vielleicht war es ja mal ein Bausatz. Meinst du so ein Lego? Dir ist kalt, ne? Ja. Man sieht's. Das ist sehr früh jetzt gerade. Wir wollen heute nach Oeiras. Wir liegen in Peniche im Päckchen und der Innenpäckchenlieger, der möchte sehr früh los. Deswegen noch dunkel. Wir fahren gleich ab. Wir werden ein gutes Stück vor uns haben, hoffen, dass der Wind passt. Es könnte heute schwierig werden. Ist nicht unbedingt unsere Zeit, aber machen wir doch gerne. Marion kriegt einen Tee und ich kriege einen Kaffee. Und draußen rollt es ziemlich. Und ich bin froh, dass unser Herd damit schwingt. Wir fahren heute weiter von Peniche nach Oeiras. Das ist kurz vor den Toren von Lissabon. Und das sind so 50 Meilen etwa. Wir hatten heute Morgen nicht so richtig guten Wind und trotzdem eine recht hohe Dünung. Das war fürchterlich, weil die Segel konnte man nicht richtig stellen, die schlugen die ganze Zeit und war ziemlich unangenehm. Jetzt fahren wir aber ganz gut. Wir fahren immer so 5,5 Knoten etwa. Trotzdem haben wir noch relativ viele Welle, wie man gerade sieht. Und ich freue mich so unglaublich, dass wir eine Windsteueranlage haben, weil die steuert jetzt schon seit ein paar Stunden. Und das war so mit die beste Investition an Bord. Heute Morgen wäre ein Leichtwindsegel super gewesen. Also noch dazu eins, was gut steht, wie zum Beispiel ein Parasailer, wäre genial gewesen. Aber haben wir halt nicht, ne? Genau. Wir sind heute wieder ohne Elektronik unterwegs, wie das letzte Mal auch, weil wir immer noch mitten im Orca-Gebiet sind. Und ich finde das aber trotzdem eine tolle Erfahrung, mal den Wind spüren, statt zu wissen, wie viele Knoten wehen und den Kurs mal wieder mit Karte und GPS abstecken, was wir auf dem Handy haben und auf dem Handfunkgerät.
Funkgerät ist auch aus. Wir haben nur das Handfunkgerät, da ist ja auch die GPS-Position drauf. Und Tiefenmesser brauchen wir hier draußen nicht. Wir sind auf ungefähr 30 bis 50 Meter Tiefe und da wird nichts sein. Und ich finde es halt gut, es ist zwar nicht erwiesen, dass der ausgeschaltete Tiefenmesser keine Tiere anzieht, ist nicht erwiesen, aber es berichten viele Segler davon, dass sie den immer aus hatten und nicht angegriffen wurden. Und wenn es nicht stört, können wir das ja machen. In dieser Tour ging es ja um unsere Strecke von Peniche nach Oeiras. Und wir haben in Peniche diese ganz tollen Surferstrände gesehen, aber auch diesen komischen Trimaran. Und da würde uns interessieren, kennst du den? War das ein fertiger Typ oder war das nur ein Bausatz oder vielleicht sogar selbst gebastelt? Wir kannten den nicht. Wenn du den kennst, bitte hinterlass uns einen Kommentar dazu. Es würde uns sehr interessieren. Und wir brauchen natürlich deine Unterstützung. Hinterlass uns bitte einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und guck bitte auch auf Facebook und Instagram vorbei. Share, like und comment. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.